So, und da sind sehen wir. Ach so, das ist die Strukturen. Eine Vein, ja, also eine Vene. Müssen wir dieser Vene am besten folgen, wa? Also herzlich willkommen zurück zu so einem Invisible. Mal gucken, ob wir Gorski jetzt finden. Dann haben wir jetzt diese Vene gesehen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich mal dieser Vene folgen. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen. I guess I found the first point. You guess? You have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? Wir müssen folgen, ne? Würde ich mal sagen. Guck mal, hier ist wieder hier ist so eine Vene, die hat er ja. Punkt 1. He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. So, was haben wir? Überprüft die Strukturen. Die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. Überprüft den rechten Ausläufer. Ja, den rechten Ausläufer. Genau, also G für Gorski. Die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. Überprüft den rechten Ausläufer. Also müssen wir jetzt nach rechts weitergehen. Riesige vertikale Struktur. Direkt über Oberfläche. Das hatten wir schon. Wassertank. Bla bla. Okay. Wir müssen also hier irgendwo. Da müssen wir nach rechts weiter. Ausläufer nach rechts, also dem müssen wir folgen. Dann folgen wir dem nochmal. Was ich ganz entspannt finde bei dem Spiel ist, dass man, naja, du musst jetzt nicht irgendwie hinter jeden Stein gucken, weil da irgendwas an Loot sein könnte. Oder irgendwelche Sammelobjekte. Das hast du halt hier nicht. Du kannst dich halt wirklich komplett auf die Umgebung komplett konzentrieren. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Und das entspannt einen auch so ein bisschen beim Zocken. Finde ich. So, da haben wir die nächsten Strukturen. Ich glaube nicht, dass es eine Antenne ist. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Luna. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. Oh, now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right. How about that point? What does it look like? What called the Doctor's attention? Irdisches Baugerüst aus. Das ist ein vertikaler Block, irgendwie organisch aus Metall. Ne, wie sieht's aus? Wie ein vertikaler... The structure took a very straight course locally. Going way down. It's sort of a pylon. Do you think someone put it here? Built it? It sounds absurd, yet seems so. Ja, das hat hundertprozentig jemand hier hingebaut. Das wächst ja nicht einfach so. Ja, und entweder sind das so eine Antenne oder vielleicht hat das vielleicht was mit Elektrizität zu tun. Ich weiß es nicht. Ich dachte erst, es wäre grundsätzlich eine Antenne für ein Raumschiff, aber das finde ich anhand der Vene ein bisschen zu krass. Vielleicht ist es ja tatsächlich irgendwie, um Energie aus dem Planeten zu saugen, sage ich mal. Guck mal, das geht ja alles ja bis tief runter hier. Das hört ja gar nicht auf. Ja, also es ist, das sieht eher danach aus, als wenn das die Venen und die Adern des Planeten sind. So sieht es eher aus. Als wenn sie den Planeten hier irgendwie leer saugen. Oder dessen Kraft und Energie sammeln. Ich weiß es nicht. I heard that the difference between past, present and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Mal da, ist auch so krass runter. There's the water. Ja, das The metal Wasser. bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right.
So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. But the battery in the detector lasts for only a few hours, so he couldn't have gone much further. So. Was haben wir hier? Punkt 4. The fourth point is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. So, Punkt 4. Die bislang größte, 150 Meter im Berg markiert. So, da ist Wasser. Geht trotzdem noch mal kurz runter. Gucken wir das mal eben an. Hier ist aber nichts weiter. Gut, hier ist noch... Geht die Ader weiter? Da vorne leuchtete gerade was. Da. Da leuchtet was. Fußabdrücke. Ah! Yasna, Der noch runtergehen kann. What now? Fußabdrücke. Gotcha. I found his tracks. Finally some tangible evidence that he was. Ja, und da oben leuchtet's. Da ist er 100 Pro. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. That wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Well, I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. Da oben ist I think we wahrscheinlich. have the fourth point. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Ja, da oben ist er. Also wird er garantiert sein. Das heißt hier rüber, da lang wahrscheinlich. Und jetzt sehe ich auch, was da leuchtet. Ein bisschen Lava. Da sollten wir jetzt vielleicht nicht unbedingt reinlatschen. Also doch ein aktiver Planet. Na, theoretisch müsste ich erstmal hier lang. Was geht ja darüber, ne? Oder ich folge weiter dieser Ader. Macht ja eigentlich mehr Sinn. Weil der würde diese Ader auch verfolgt haben. Verfolgt haben. Ne? I should move. Oh, there's no time. Hä? Wo bleib ich denn wieder hängen? Ja? Da komme ich aber nirgends. Da geht's auch gar nicht weiter. Doch, hier geht's weiter. Theoretisch. Also hier hochklettern? Oder? Na, hier kommen wir nicht lang. Nee, sollen wir auch nicht lang. Gut. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück. Da lang. Wahrscheinlich müssen wir da lang rechts hoch und dann geht das hier oben irgendwo links. Ja, wir müssen hier hoch. Murmel, geht mir aus dem Weg! Das ist Luna. Da müssen wir lang. Haben wir da drüben noch irgendwas? Sieht aber nicht danach aus. Aber mich würde es trotzdem mal interessieren. Mich würde es trotzdem mal interessieren, ob wir hier was sehen. Weil es mich einfach interessiert.
Ja, der Weg wird ja auch schon seinen Hintergrund haben, wo wir längst marschieren dürfen. Kann auch sein, dass es gleich eine Sackgasse ist. Aber dafür ist der Weg schon zu lang, finde ich. Was? The land is departing. Yes, they're on their way. Was ist mit mir und Rossi? Hat es mit Krauner geklappt? So RT has transported Dr. Krauter. Affirmative. He's in the lander. Okay, sehr gut. However, the robot didn't find him in the tent. How's that? The doctor was already some distance from the camp. I think he was following you, Yasna. Sir, why didn't you say anything? The androbot located him quickly enough, and I thought it was pointless to worry you. Oh, thank goodness he's safe now. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he Sind wir doch aus Versehen den richtigen Weg gegangen. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. So, da sind wir jetzt. Wir gucken jetzt hier rüber. Guck mal, den Weg müssen wir nämlich gehen. Wir müssen sowieso den Weg wieder zurück. Und dann müssen wir nämlich hier 100%ig hin, weil sie guckt nämlich jetzt in die Richtung. Na, also da gucken wir jetzt ja hin, da hinten. Und den Weg laufen wir da wieder rum. Ja, also das, von daher... Dann läuft er doch. Nee, wer ist denn das? Das ist doch die Drohne dahin, oder nicht? Oh, da ist die Drohne. Schwarze Büsche. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. So, das heißt, wir müssen den Weg wieder zurück und dann müssen wir da oben links latschen. Aber das ist ja das, was ich schon sagte. Das ist nämlich die Route. Da haben wir geguckt und wir müssen links runter. Wir müssen also hier wieder zurück. Hier gleich rechts. Können wir hier vielleicht gleich runterspringen oder nicht? Können wir uns vielleicht ein bisschen Weg sparen. Hi, Luna. Lead the way. Zeig mir den Weg. Zeig mir den Weg. Aber ich kenne den Weg schon. Ich habe ihn schon gesehen. It's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man. Often faulty. Führe mich, Luna. Führe mich. Du kannst auch gerne ein bisschen schneller führen, ne? Also... Bisschen schneller darfst du fliegen. Hier gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ist alles gut hier. Du darfst gerne ein bisschen Gas geben. Jetzt sind wir aber 100% an der Stelle, wo wir... Ja, sag ich ja. Das ist genau der Spot, wo wir gelandet wären. Also das ist natürlich schon dahingehend sehr geradlinig, das Spiel. Aber es ist erstmal nicht schlimm. Hier müssen wir irgendwo runter. Mutmaßlich hier. Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm. So, jetzt vorsichtig rüber da. Vorsichtig. I can repeat the command. No. Vorsichtig. I'll
go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Vorsichtig. Exponentially? Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Oh, have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. Oh. Menschen werden eine Fähigkeit gewinnen, die Maschinen werden ihre Rechte bekommen, Roboter werden anfangen, Roboter zu erschaffen. Ja, das auf jeden Fall. If we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power equal to that of a human, you need a brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms? Some spontaneous process? Or pure chaos? Something inhuman, that's for sure. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. Na, der wird wahrscheinlich genauso apathisch sein wie die anderen zwei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der topfit ist. Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, ne? Ich meine, wie geht das so weiter? Das ist gerade so, das bundelt das Spiel ja vielleicht auch indirekt. Was ist mit KI, ne? Was macht KI mit uns? Eines Tages. Irgendwann ist die KI so krass KI, dass die eben halt auch eigene KI vielleicht selber erschaffen kann. Und dann entwickelt sich nachher, die Maschinen entwickeln sich dann schneller weiter, als der Mensch es tut. Ob das nachher gut ist, ob das schlecht ist, wird sich zeigen. In gewisser Hinsicht wird es sicherlich positiv sein, aber in mancher Hinsicht könnte das vielleicht auch tatsächlich sehr negativ werden. Und dann sind solche solche Science-Fiction-Filme wie Terminator, auch wenn das ein bisschen sehr düster ist, aber generell halt so. Oder wie hier, wie hieß der noch? I'm Robot zum Beispiel. I'm Robot ist ja auch so ein Ding, wo die KI, wo die Roboter letztendlich für sich selber ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben und dann auch irgendwann sagen so, hier, und sich dann so weit entwickeln, dass sie vielleicht die Menschen vielleicht auch als feindliche Spezies ansehen oder generell als minderwertige Spezies oder was weiß ich, ne? Oh, warte mal, hast du was gesehen? Nee. Ja, wer weiß. Liegt da was oder was blinkt da gerade auf oder was einfach nur ein Reflex? Ich glaube, es war nur ein Reflex. Aber hier leuchtet das so schön. Hier flimmert das auch ein bisschen. Kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. Sonst sehen wir nirgendwo Pflanzen, aber hier sehen wir jetzt Pflanzen. They grow out of cracks in the bare rock. They're high, more or less, from 1 to several meters. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Verteidigungssystem, Energiegewinnung, koloniales System. Ich würde sagen Energiegewinnung. Maybe. Verteidigungssystem glaube ich nicht, sonst hätten sie uns schon angegriffen. Koloniales System. Ich sag mal Energiegewinnung. Staying on the topic of biological analogies, which in itself is already a major scientific distortion. Yes, I understand. These are not real plants. But if they were plants, those protruding parts climbing up, they would serve to obtain energy, mainly solar. Ja, oder Energieaustausch halt, ne? Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Wir verlieren jetzt auch den Kontakt. Well, there's only one way to be Wo ist certain. eigentlich Luna hin?
It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. Ich komme vielleicht nicht zurück. Ja, das ist die richtige Entscheidung. That's the unwritten rule, Machen wir einfach. isn't it? Under no circumstances do we leave anyone behind. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Nee, aber wenn das Verteidigungssysteme gewesen sind, oder wären, dann hätten sie uns schon längst angegriffen. Also ich denke mal tatsächlich Photosynthese oder irgendwas, Energiegewinnung, Wärmegewinnung, wer weiß schon. Dorp hat angedockt, ich gehe The zu. line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, muss da when I jetzt come durch. out of the tunnel. Ich muss da durch. Ich muss jetzt durch die Pflanzen. Nützt alles nix. Vorsichtig. Einfach weitergehen. Nicht lange aufhalten. Roger that. War das der Moment, wo wir... Copy. Entering final. War das unser Start hier auf dem Planeten? Weil wir wissen ja auch nicht, wir sind ja auch nur mittendrin aufgewacht, ne? Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. Okay, sehr gut. Ach, I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew, Doctor. Right. I'm inside. oh Gott. Da ist irgendwas. And how is it? Selbst wenn sie gewollt hätten, hätten sie nicht starten können. Wir haben nur noch einen Länder. Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Ich kann mir vorstellen, dass das eben passiert ist durch diesen EMP. Durch diesen elektromagnetischen Impuls. Er soll nicht hier sein. Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition. The equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us. But I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. It better be that way. We have the right to come home at last. I'm afraid I'm unfamiliar with such a law. But there is one thing I can refer to when we find ourselves in a difficult situation. If the continuation of the mission endangers the lives of the crew,
the provisions of the imprimis homini law apply. First and foremost, the safety of people is what matters. Als hätte das schon jemand mal interessiert, die Sicherheit des Menschen. Möge dies nicht geschehen, du hättest dich bereits darauf berufen sollen. Hättest du vielleicht schon mal machen sollen. Möge dies nicht geschehen. It's good to know we have this right. But I wish we didn't have to use it. Ja. Wir wollen ihn nicht gleich ans Bein pinkeln. So, haben wir hier noch irgendwas? Ne, ich könnte mir vorstellen, wenn das hier rußige, da steht aber rußige Isolierung. Ja, die ganzen Elektronikteile sind abgeraucht. Ne? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Elektroimpuls vielleicht dafür gesorgt hat, dass die ganze Elektronik hier durchgebrannt ist. Was anderes macht jetzt gerade keinen Sinn für mich erstmal. Ich denke mal, das war der Start unserer Mission, sage ich mal. Wir sind ja eigentlich mittendrin gestartet, mittendrin im Planeten. Ne, wir sind ja auch erstmal irgendwo aufgewacht und dann waren wir anscheinend ja irgendwie bewusstlos oder so und sind dann wieder aufgewacht. Ich denke mal, dass das der Start unserer Mission hier war. Der richtige Anfang. Wahrscheinlich werden wir jetzt herausfinden. If you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. Ist das schön hier, ne? We're in this together. Ist das schön. Ist das schön hier. Oh, echt ein wunderschönes Bild, ne? Muss man sagen. Also, optisch, top. Top, die Watte quillt. Dann machen wir nochmal einen Blick hier. Schöner Strand. Damn, you were right, Cobble. It's beautiful here. Sieht echt schön aus. Echt schön. Da machen wir glatt mal einen Screenshot von. Der sieht echt schön aus. Naja, und wenn es Wasser gibt, gibt es auch Leben. Also, das ist klar. Ja, ist halt nur die Frage, ne? Wofür sind diese metallenen Sonden da? Warum sind unsere Leute so apathisch? Haben die irgendwas gesehen? Wurden die von irgendwas beeinflusst? Kommt das von diesem elektromagnetischen Feld, was sie vielleicht so verstört hat oder sowas? Schwer zu sagen, ne? Weiß es nicht. Aber wie schon sagte, wir werden es herausfinden. Wir werden es herausfinden. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Hier hat jemand geraucht. I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. So, they didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis III's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Beides ist wichtig. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. You see, Yasna, the mission and the safety of our people have the highest priority. Always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves. And they must be the most important to themselves. Whoever they will be. In the end, the strongest will survive. Isn't that how evolution works? Not in a biological sense, Astrogator. Besides, I'm not convinced if we should interfere with everything alien to us just because we can. Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Naja, das kann man so oder so sehen. Ne? Ich meine, jetzt zu sagen, ja, wir werden vielleicht noch ab... Was? Wo? Aber ich komme hier gerade irgendwie nicht ran. Warte mal.
Kann ich vielleicht von hier drüben gucken? Hier kann ich gucken. Die Feldflagge. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning... Oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Just need to find the right route. Was wollte ich sagen? Das ist auch wieder so eine Sache. Ja, wir sind ja Menschen, wir dürfen das, so nach dem Motto. Und wir hätten uns nicht weiterentwickelt, hätten wir da nicht die Bäume jetzt gefällt, mal als Beispiel. Ja, aber das ist doch auch irgendwie so ein bisschen sehr, wie soll ich sagen? Das ist auch ein bisschen sehr, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Auch ein bisschen sehr egoistisch, sag ich mal. Weil man muss nicht alles kaputt machen. Da hätten wir vielleicht damals als Affen, wären wir einfach auf die Bäume raufgeklettert und hätten uns mit der Natur arrangiert. Dann hätten wir vielleicht nicht das Problem, das wir heute haben. Ne? So rein evolutionstechnisch nicht. Ne? Gut, hätte Fahrradkette, ne? Vielleicht hätten wir uns doch so weiterentwickelt, aber vielleicht hätten wir uns auch anders entwickelt. Hätten wir vielleicht von vornherein die Natur mehr respektiert. Gut, vielleicht wäre es trotzdem so gekommen, aber so wie es heute ist. Na, aber vielleicht wäre es auch nicht so gekommen. Vielleicht wäre es ganz anders gekommen. Ne? Status? Nothing's changed, Astrogator. Gut, wir waren schon auf dem richtigen Weg. Aber nichtsdestotrotz, ne, hätte Fahrradkette, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ne, der Zug ist abgefahren. Aber von der Sache her, ne, man muss nicht alles kaputt machen. Ne, das finde ich ja eben so lustig bei Survival-Spielen. Das hatten wir ja schon öfters das Thema. Komischerweise, du kommst da in ein Spiel rein, das erste, was du machst, ist erstmal eine Steinaxt machen und erstmal Bäume fällen. Und erstmal die komplette Umgebung erstmal auf links drehen, Tiere töten, damit du was zu futtern hast. Oder du Ressourcen hast. Ist eigentlich tatsächlich in der Natur des Menschen, ne? Alles kaputt machen. Gut, aber ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle nochmal einen kleinen Break. Das bietet sich gerade an. Da kommen wir nicht weiter. Ich stelle mich mal hier oben gerade mal hin. Da kommen wir, glaube ich, nicht weiter, ne? So. Doch, wir müssen hier rechts hoch. Das stimmt schon. Wir müssen hier hoch. Das ist schon richtig. Da müssen wir also hoch. Hier weiter in Richtung des Lagers. Gut, dann... Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Gut. Wir machen ein kleines Päuschen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Invincible wieder. Macht euch gut. Bis dann. Tschüss.